Guten Morgen erst einmal. Guten Morgen. Was gibt es heuer Neues? Ich habe gesehen, es ist wieder das Vorsatzgerät vertreten. Es ist ja eines der besten am Markt, vor allem das Schönste am Markt. Das stimmt, ja. Was hat sich verändert? Das Besondere ist, wir haben jetzt eine extrem schlanke Taille. Das bedeutet, Sie können die Kimme am Gewehrlauf lassen. Das ist einmal angenehm, weil das ist immer das große Thema, dass man das immer abnehmen muss. Genau, es kann sein, dass Sie das Kimmelblatt rausnehmen müssen. Die Kimme an sich bleibt aber erhalten. Sehr gut. Und neu eben auch hier dieser fluoreszierende Lichtkreis, damit Sie den An-Aus-Schalter auch im Dunkeln ganz einfach finden. Und hier vorne. Die Drückfunktion ist natürlich nach wie vor noch vorhanden. Genau, das ist weiterhin vorhanden. Und dann eben hier vorne der fluoreszierende Stift, damit Sie beide Hände am Gewehrlauf halten können, während Sie vorne scharf stellen. Toll. Das heißt, man kann hat immer noch die gleiche Scharfstellung wie vorher, dieses sehr feinfühlige, genau, was ja bei vielen Geräten eher ein bisschen sensitiv ist, sagen wir es einmal so. Ja. Und diesmal findet man es aber leichter, weil sie wird im Dunkeln fluoresziert. Genau, ist aber natürlich nur sichtbar für Sie. Es fluoresziert, allerdings nur auf 20, 30 cm. Das heißt, das Bild nimmt es natürlich nicht wahr. Eine Armlänge eben. Genau. Wunderbar. Dankeschön. Sehr gerne. Ich bin hier mit Oleg von Gun-Tec Deutschland und ich habe gesehen, wir haben hier einen neuen Darsteller. Es ist super klein, es ist offensichtlich ein Vorsatzgerät. Was ist das? Das ist am kleinsten Wärmebildvorsatzgerät. Ein Wärmebild also? Ja, Wärmebildvorsatzgerät. Okay. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Gerät zu benutzen. Als Vorsatz mit passendem Adapter von Fernglas oder Videokamera oder mit zweifacher Okular. Okay. Es gibt. Das ist jetzt das ist als Beobachtungsgerät von Egal, das heißt, das ist kompatibel mit den Montagen und auch mit dem Zubehör von Egal? Ja, wir haben passende Ring. Ja. Und dieser Ring ist... Das sind diese Rosanringe etc., das heißt, das ist alles voll kompatibel. Ja. Okay, was kann das Gerät jetzt alles? Dieses Gerät hat Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS-Modul, Wärmebildmodul von Firma Flir und 5 Jahre Garantie, Leichtgewicht 182 Gramm und Betriebszeit bis 2 Stunden circa. Und es gibt Möglichkeit, dieses Gerät mit außer Akku benutzen und dann bekommt man viel Zeit. Aha, das heißt, ich kann also, weil es ja USB hat quasi, es mit allen USB-Powerbanks versorgen und bin somit einerseits unabhängig vom Strom, weil ich einfach genug habe, kann aber trotzdem auch die internen Batterien verwenden, damit es klein und leicht bleibt. Ja. Super Sache. Was kann ich jetzt alles mit dem WLAN machen? Videoübertragung. Aha, das heißt ein Live-View. Ja, okay. Und jetzt können Sie sehen, was es funktioniert. Und, ja. Versuche es mal ruhig zu halten. Ja. Und dieses Gerät hat 12 verschiedene Farbpaletten. Okay. Und 5 verschiedene Profile. Was kann ich mit dem Bluetooth alles machen? Mit Bluetooth, dieses Gerät hat auch Bewegungsmelder. Aha, Bewegungsmelder heißt, wenn ich es bewege? Ja, nein, nicht. Wenn etwas bewegt und dann bekommt man ein Vibrasignal. Das bedeutet, wenn ich das jetzt nur zum Beispiel auf dem Hochsitz so halte oder hinlege und vorne würde ein Hase vorbeihoppeln, dann würde das Gerät erkennen, da hoppelt ein Hase und ich würde dann alarmiert werden mit einem Vibra-Call. Ja, natürlich. Das heißt, wenn dann dieser Hase vorbeihoppelt, dann merke ich das hier auf dieser Fernbedienung. Ja, natürlich. Okay? Und mit diesem Gerät, also mit dieser Fernbedienung, kann ich natürlich auch alle anderen Funktionen vom Gerät bedienen. Ja, navigieren beim Menü und so weiter. Super. Wir sind hier am Stand von Pergam Suisse. Ich bin hier mit Herr Hohenstein. Herr Hohenstein, was gibt es heuer Neues? Ja, wir von der Pergam Suisse haben heuer etwas Neues. Wir haben diese LS64, die bestehende Flir-Kamera, haben wir abgegradet.
Also das heißt, wir haben die ganze komplette Front weggenommen und die Kamera kommt nachher mit einem neuen Objektiv anstatt 35 mm mit 40 mm. Obwohl das ein kleiner Unterschied ist, haben wir eine viel größere Optik, das heißt eine viel größere Lichtstärke auf dem Sensor. Ja? Und die neue Optik, die kann jetzt fokussieren und bringt ein total schönes, scharfes Bild raus. Ja? Sehr gut. Das heißt, die LS64 ist ja schon das Profi-Gerät von Flir genau. mit 640 x 480 Bildpunkten. Das heißt, man kann jetzt diesen hochwertigen Sensor noch besser nutzen mit dem neuen Objektiv, weil er eben nochmal schärfer fokussiert und nochmal ein helleres, also aus Thermalsicht ein nochmal helleres Bild macht. Ja, die Objektivblende, die wir hier verwenden, das ist die stärkste, die es eigentlich so gibt auf dem Markt. Das ist 1.0, oder? Und das sieht man sonst in der Filmfotografie nur bei Profifotografen. Die großen Objektive bei den Fußballanlässen, oder? Das sind wirklich große, lichtstarke Objektive. Und in diesem Bereich, in dieser Klasse, in dieser Güte haben wir jetzt dieses Objektiv auf eine LS XR, das neue Modell von Flir, adaptiert. Ja. Das Schöne daran ist, wir kriegen jetzt aus dem Sensor raus die höchste Sensitivität, die der Flir-Sensor eigentlich von Haus aus produziert. Ja. Wir haben im Vergleich zum bestehenden LS XR mit einer F-Blende von 1.6 eine Sensitivitätsverbesserung von ungefähr 90 Millikelvin, also 0,09 Grad, auf 50 Millikelvin, also 0,05 Grad. Das mag jetzt für den User, der das nicht einschätzen kann, schwierig sein. Was bedeutet es das? Aber das ist halt genau der Unterschied, wenn Sie in eine Felswand reinschauen, aufgewärmt, dann sehen Sie mit der neuen Kamera halt noch Details und kleine Unterschiede in den Wärmeverläufen, und mit der bestehenden Kamera ist es dann einfach weiß. Genau, ich habe ja schon ein bisschen durchschauen können vorher und ein bisschen testen können, und man sieht halt sehr schön, dass man mit der, unter Anführungszeichen, alten, also mit der professionellen Version, aber mit der normalen Linse, man halt mehr oder weniger die Konturen und die flächig gefüllten Objekte erkennt und halt mit dem neuen Objektiv man wirklich, also die Gesichter der Menschen schon erkennen kann hier in der Messehalle, wirklich die Kleidung in jedem Detail, in jeder Schattierung sieht. Genau. Also das ist wirklich eine tolle Qualität vom Objektiv, hat mir sehr gut gefallen schon vorher. Sehr gut. Es gibt die Kamera in zwei verschiedenen Versionen. Ja. Es gibt die grüne Version für, ich sag mal, jagdliche Anwendungen, ja. Und auch der Name Hunter. Ja, genau, Hunter, oder? Die verfügt über einen Vierfach-Zoom. Ja. Und es gibt die schwarze Version, die verfügt über einen 8-fach-Zoom, den man dann auch wirklich scharf stellen kann. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Geräten, aber immer mit dem gleichen 40 mm Objektiv, so wie wir es jetzt hier sehen. Genau. Die Kamera ist von Haus aus von Flir produziert. Ja? Das ist ein super Gerät, tolle Verarbeitung, und die ganze Optikverarbeitung kommt aus unserem Haus in der Schweiz. Genau. Das Guide 510p ist ja ein mittlerweile sehr bewährtes Gerät am Markt, auch in sehr großer Stückzahl bereits in der Jägerschaft vertreten und erfreut viele Herzen. Aber mittlerweile gibt es auch einen großen Bruder, und das ist das jetzt. Was kann das? Ja, also das ist folgendermaßen der große Bruder des IR510. Es heißt IR517, ja. Es ist im Moment in der Auflösung 640 x 480 verfügbar und hat also einen deutlich größeren Sensor als das IR510. Und die Kamera hat folgende Vorteile und Funktionen. Wir haben hier ein großes 35 mm Objektiv mit einer sehr hohen Lichtstärke. Ja. Das Gerät bietet einen Bildschirm, das sich seinesgleichen sucht, oder? Also wir haben 1280 x 980 Pixel, oder? Und dadurch entfaltet sich eine sehr, sehr große Wärmebildwelt. Ja? Also im Auge des Betrachters ist dieses Gerät wahnsinnig interessant, weil die kleinen Details des Sensors auch auf dem Bildschirm ersichtlich sind. Ja? Jetzt, was schön ist in diesem Gerät, man kann neben dem normalen 35 mm Objektiv kann ich auch eine Wechseloptik machen. Ich kann jetzt also diese Optik wegnehmen, ja, und die Optik in diesem Bereich einfach wieder rauf machen. Welche Brennweite hat diese Optik jetzt?
Das hat jetzt 65 mm, also ich kann dieses Gerät polyvalent einsetzen auf den Nahbereich mit dem 35 mm, kann es aber auch mit dem 65 mm wirklich auf sehr, sehr große Distanzen einsetzen. Das Schöne daran ist, ich kann hier noch einen 80 mm draufsetzen. Dann muss ich sagen, ist das echt der Burner, über die Talseite 1 Kilometer zu schauen. Ja. Und das mit 640 x 480. Ja. Was heißt, dass wenn man da zweifach reinzoomt, man immer noch die gleiche Auflösung hat wie bei dem. Genau. Und wenn man dann nochmal reinzoomt, dann ist es wie bei dem zweifach Zoom, Genau. hat aber dann schon eine wilde Vergrößerung. Aber natürlich mit einer deutlich höheren Sensitivität. Also der Sensor ist nicht vergleichbar. Ja. Das ist ein sehr kompaktes, tolles Gerät für den Einstieg. Ja. Ist aber bildtechnisch Welten weg von diesem neuen Gerät. Ja. Und was schön ist, man hat hier die Möglichkeit, Videos aufzunehmen und Bilder. Ja. Eingebauter Speicher? Eingebauter Speicher, hat auch diese Roteinfärbung, die so bekannt ist. Genau. Und sonst ein sehr robustes Gerät mit USB-Anschluss, Videoanschluss. Genau. Und, ja. Einfach in der Bedienung. Ziemlich, also, wie der kleine Bruder. Ja, genau. Super. Super. Danke, Herr Holstein. Ja, danke. Ich bin jetzt am Stand hier von Lahoux Optics. Ich bin hier mit Roy. Hallo Roy. Stimmt, hallo. Und ich habe gesehen, auch bei euch gibt es wieder einiges Neues heuer, unter anderem auch Wärmebildgeräte, aber auch beim normalen Nachtsichtbereich gibt es wieder was Neues. Ja, was stimmt. habt ihr alles? Fangen wir an mit Wärmebildgeräten. Wir haben eine neue normal zum Beobachten, aber das Schöne mit dieser LV21 ist, dass es auch als Vorsatz zu benutzen ist. Ist ganz einfach gebaut, völlig wasserdicht, ganz präzise. Wir haben zum Beispiel eine große Batterie verwendet, womit er 8 Stunden dreht. 18650, die berühmte. Genau. Und das Schöne ist, man kann das so oder so hineinstecken. Polarität ist kein Problem. Super, dass man es im Dunkeln wechseln kann, ja, ohne nachzudenken. Ja, Spitze. auch alles ist so einfach gebaut, dass man es im Dunkeln ohne Probleme machen kann. Nur einfach einschalten, aufstecken und es läuft und es geht. Wichtige Frage, wie lange läuft die Batterie? Diese läuft 8 Stunden. 8 Stunden? Ja. Also lange genug für jeden Ansitz. Länger als je eigentlich. CR123 ist auch möglich. Mit 2 hinein läuft er 5 Stunden, auch lange genug. Und dann wieder das einfache hineinstecken, wenn es sein muss, in Dunkelheit. Super. Ist auch wieder kompatibel mit den Rusan-Adaptern? Genau, Rusan-Adapter kann einfach drauf gesteckt werden. Funktionieren super, immer gut mit dem gleichen Treffpunkt. Wir haben eine 35 mm Linse drauf, braucht man auch nichts zu tun, ganz einfach. Fixfokus, aufstecken, gucken und benutzen. Sehr gut. Wunderbar, das heißt, das hat man jetzt als Beobachtungsgerät oder eben auch als Vorsatzgerät, beides verfügbar. Und wir haben hier noch einen alten Bekannten, das D545. Genau. Aber da ist auch irgendetwas neu. Ja, da haben wir noch mit Elektronik ein bisschen herumgebastelt. Und dann haben wir hier einen Manual Gain Control. Dann kann man die Helligkeit vom Bild kann man runterdrehen. Haben wir schon gesehen, ganz einfach, auch alles mit einem Knopf. So einfach wie möglich. Und das funktioniert auch ganz gut. Bitte. Manche Leute, die sagen, okay, das Licht ist mir zu hell, kann man ganz einfach das herunterdrehen. Das ist dann verfügbar für beide Versionen, also sowohl für das normale als auch für das F, für das große? Ja, ist für alles möglich. Ja. Sehr gut, super. Ist kein Problem. Dankeschön. Hi, I'm here at the booth of ATN with Welle. Hello, hi. guys. And we have here 2 rifle scopes and they both look very interesting. First, the X-Sight HD. I've seen this one before. And I know that it's capable of doing a lot of things. Can you tell me about it? We got the X-Sight 2nd generation, smart HD intelligent optics, which is the rifle scope which you can use day and night. If you got a smartphone, you can connect it to your smartphone and you can look through the scope and see everything on your smartphone. You can have live view, you maybe can record We got it. the unit itself got a Wi-Fi network which connect to the phone. We've got the Obsidian application, which is free on Android and iOS Apple stores. So basically, you connect to the application, you download it, you connect to it, and you can go through all the settings in the unit, change them through your path or from your phone. That's very convenient, so I don't need to maneuver. You don't need to maneuver, no, you can do it. If you got a friend of yours next to you, he can do that for you,
and you're just looking and aiming at the object you want to see. What is the other interesting thing we got as a new feature in this one? We got the GPS, which is from the previous generation as well, and we got the 3D gyro compass, which basically give you the elevation of the gun to the left and right to keep it hold it and steady. So when you shot, you've got the trajectory of the bullet on the right way. If you go a bit to the left or the right, you know it's going to be crucial for hitting the object. A little bit low then and towards the side. Yes, it is. Correct for it. To correct that, we got shooting correction manager helping you to do the correction instead of you. So it's a full ballistic scope. Ballistic scope in a perfect condition and perfect working order. If you know your wind speed, wind direction, you got the humidity, you got the type of the bullet, you can set all that information in that. You got the options to check the altitude, how you're in the mountains, and you put inside everything. We got a smart rangefinder who can tell you the distance to the object, included inside of the software, and the actual scope is gonna adjust itself to the right place to aim to hit that object. Oh, that's perfect. It's a full ballistics computer then. It does the job for you guys. What magnification does it feature? We've got two options for the magnification. Okay. We got 5 optical with 20 digital, and also we've got 3 optical with 14 digital, which the previous models have been 312 and 518. Now we got a bit better opticals. For more zoom. Sharpness, more crisp image. We got full HD. It's totally different from the previous version. It's much better. The way we design the lens and adjustable focus, it's much stable and longer life compared to what has been in the first generation. Of course, thank you for the feedback from our customers. We developed the product with a better quality and better look. All right, what about the battery lifetime? So, the battery lifetime, it depends what type of settings you're using, on and off. You can switch off all of them, you can put them on again as well. With the normal 4AA batteries, you can get up to 8 to 12 hours. It depends what mode you use. If you use the Wi-Fi, it's drain the batteries quite quick, unfortunately. That's why we introduced the new power pack, which we got. It's really cool and nice design. It's coming with the pouch, with the cable, and we got rubber cover for the slots of the SD cards and the HDMI slots. And basically this is just a micro USB, I guess, plug. Yes. So you could also charge your phone. With the battery pack, you can use it for everything to charge it. You've got 2 USB ports in it, so you can use it for whatever needs you want to use the battery pack. It's 16,000 milliampere hours as a capacity. This is quite a lot. So it's quite a lot. All day on a busy boot like that, it's hold our units all the time on. That's perfect. The other interesting feature we got with this one, which is quite new, is the recoil activating video system. I've heard about this. This means that whenever you take the shot, it takes some seconds before you took the shot and some seconds after. When you go to that mode, let me explain you. It's record 10 seconds before the shot, and about 18-20 seconds wherever you set it after the shot. But how it's done? It's recording constantly 10 seconds. If it doesn't feel the shot recoil, it scrub those 10 seconds, record another 10 seconds. When it's feel the shot, it's keep the first 10 seconds before the shot and keep another 20 seconds after the shot or whatever time you set. Good. So you don't need to press anything before you do the actual shot, and you can have all the video of the shot played. Can you replay the video in the scope? No, you're not able. You have to use the SD card in a computer or something else. If you try to replay it, you're going to use a lot of power of the battery and some of the RAM. You can film your shot every time, show it to friends, put it on YouTube. 64 gigabytes of SD card you can play. So it's a lot of videos and pictures of your game. But we have a second scope here on the table, and this one looks even more promising. What is it? This is our thermal rifle scopes, which we present now. It's called Mars. We've got them in 2 different type of sensor capabilities, and the resolutions, of course, they're different. It's a 384 and 640. So, what frequency does it provide? Update rate? How many hertz? 60 hertz, I think. 60 hertz. Yeah. Wow, that's good. It's really nice and smooth picture. So with this unit, it's thermal, of course. You can see really nice bright picture in nighttime. It doesn't matter whether it's going to be
foggy or it's going to be wet in the woodlands, which affects the night vision. With the thermal, you don't have that problem at all. And you don't need a lamp. You don't need a lamp. That's the most important thing. So you don't scare some of the animals, which can see the lamp. With this, you've got the same function: GPS function, Wi-Fi, which you can connect to the smartphones and tablets and everything, which you got as a smart device, which has the iOS or Android function. You've got the same SD card, so you can record videos on the same routines and same principle as the X-Sight. We've got different type of lenses, which give you the different type of optical zoom and digital zoom as well. Which versions are available? So they're available in a 19mm, 25mm. This one is 50mm lens, and we've got the biggest one, 100mm lens. 100mm. 100mm. That's good. It's really big and it's really nice. Same thing, you can use it with the battery pack. It's got 4 AA batteries, the same concept as the X-Sight. Just this one, it's thermal. This sounds really promising. I'm looking forward to doing business. It is. Thank you for all the details. You're welcome. Have a good day. You too. Wir sind jetzt beim Stand von Armasight. Ich bin hier mit Serge. Hallo Serge. Hallo Richard. Ich habe gesehen, auch bei euch tut sich einiges. Ihr habt einige Produkte verbessert und einige sind wieder neu am Markt oder für mich jedenfalls neu. Was haben wir hier zum Beispiel? Hier haben wir professionelle digitale Nachtsicht-Geräte. Es geht hier um digitale Zielfernrohre. Die heißen Drone Pro. Und im Vergleich mit voriges Jahr haben wir die viel verbessert. Die Verarbeitung ist da. Also die sind jetzt mit anderes Optik ausgestattet, 10-fach und 15-fach. Was auch neu ist, ist dieser Farbefilter. Wie du weißt, dass die digitale Nachtsichtgeräte kann man beide am Tag und in der Nacht verwenden. Und dieser Filter hier am Tag gibt euch die Möglichkeit, so die Farbe zu sehen. Ja, normalerweise am Tag hat man ja auch sehr viel infrarotes Licht und dadurch überstrahlt sozusagen der Sensor und damit kriegt man dann wieder ein schön scharfes Bild hin und auch mit Farben. Genau das. Und auch haben... Super ist natürlich hier auch der Linsendurchmesser beim 15-fach. Das ist ja ein Riesenteil, das heißt, es fängt wirklich viel Licht ein, damit kann man in der Nacht wirklich toll arbeiten. Aber trotzdem haben wir versucht, das so zu machen, dass es nicht so viel wiegt. Das ist 1200 Gramm ins Gewicht. Und die Dinge haben auch die Fernbedienung. Alle sind gestartet mit Fernbedienung, kann man auf Standby gehen und dann entfernt die ein- und auszuschalten. Super. Die haben sehr gute Reichweite, sagen wir bis 400-500 Meter, wenn die passende Beleuchtung ist da. Und kann man ganz normal die benutzen wie Tageslicht. Wichtige Frage, wenn es Digitalgeräte gibt, die Frage, wie lange läuft die Batterie? Die Batterie Betriebsdauer ist circa 4 bis 5 Stunden, sagen wir. Aber durch zusätzliche Batteriefach kann man das noch verlängern bis 8 Stunden. Ja. 2 von den 18650, das sind Standardakkus quasi. Dann kann man die immer wieder aufladen und hat wirklich ewige Laufzeit quasi. Ja, die kommen zusätzlich mit Ladegerät, kann man immer schön sparen auf Batterien. Super. Aber da liegt noch was ganz Interessantes. Was ist das? Das ist unser neues Wärmebildgerät, Binokularteil. Das hat 42er Objektiv vorne vor. Das hat dreifach Vergrößerung. Kann man auch digital Zoom anbringen, zweifach und vierfach. 12 verschiedene Farbenpaletten sind da. Auch Kontrasteinstellungen kann man für seine Sicht anpassen hier und vorne vor, um Objektiv zu fokussieren. Also hier reden wir um ca. 700 Meter so Reichweite. Das ist auch super leicht eigentlich. Ja. Schaut schwer aus, als es ist. Es ist ein sehr leichtes Gerät und total angenehm. Ich habe vorhin kurz mal durchgeschaut, habe gesehen, es ist wirklich angenehm zum Schauen durch das Binokulare. Und mit den Dreifach plus Vierfach digital heißt in Summe 12-fach Vergrößerung, ist natürlich auch eine feine Sache zum Beobachten. Auch hier wieder der Akku verwendbar? Ja, man kann diese Akkus, die kann man verwenden mit beiden digitalen Nachtsichtgeräten und mit Wärmebildgeräten. Die haben das gleiche Anschluss, das gleiche System im Prinzip. Und was noch guter ist, dass das Core hier, Flir Tau 2, ist jetzt 30 Hertz und 30 Hertz erhältlich. So, das heißt, dass beim Beschwenken zögert es nicht. Also der Prozessor ist stärker da. Super, perfekt. Danke dir. Danke dir auch. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Wir sind hier am Stand von Guided Infrared. Ich bin hier mit Jonna. Hi Jonna. Hi Richard, how are you? How are you doing? Yes. Und ich habe gesehen, Sie haben auch hier wieder ein neues Produkt mit Wärmebildtechnik. I've seen you got a new rifle scope in stock. Yes, the model name is TS445
Inside of it is the pixel of 400 by 300 made by ourselves, and the lens is 45 millimeter. So sometimes there arises the question, is it now 300 something or is it really 400? The answer is it is really 400. Yes, 400, right. yes. And with this rifle scope you can, this is the shade, the eye shade? Yes, eye shade. So you can open it with your eye or with your head, and there's no light coming out if you're going away from the rifle. That's very nice. And the operation time of this is about 5 to 6 hours. 5 to 6 hours. Yes, that's long. Using the standard battery that you can buy. 18650, I think it is. Yes. So it is a standard battery, so this means if the battery would be drained, I could change it to another one and continue. Yes. That's also good. It's exchangeable. Yes, and there is a nice feature, picture-in-picture, that so you can zoom in while still having a look at the whole picture of all the animals or whatever you're looking at. Yeah. And, that's very nice. Yes, thank you. And, all right. What else does it feature? Does it have some? This one is a light sensor. Like if it's during daytime, the brightness of the screen is darker. So it has automatic brightness control. That's like right. That's right. Modern screen should have. Yes. And the magnification for this model is 2.8. 2.8 optical, and then you have digital zoom. How much? 4. 4 times. 4, yeah, 4 so times. That's approximately 11 times of magnification. Yeah. Very nice. So this should do it for all of the distances that you need for hunting. Very nice. Okay. Thank you very much. Thank you. We are here in the booth of Pulsar, and I'm here with Max. Hi, Max. Hello. And we have seen that there are some new devices coming up. This one looks like the Quantum. It is a Quantum, but a different one. What's the difference? Well, as you correctly noticed, this is our new model, new line of Quantum devices, Quantum XQ. We have 3 models in line. So XQ. there's again the 19, the 38, and the 50 mil. Yes, indeed. They are built upon on a different sensor. New sensor. That sounds promising. Resolution is the same as in the old devices, but the pixel pitch is only 17 microns, so the pixel is smaller. So this means if you're using the same optics, but smaller pixels, more magnification. Yes, and better detail. And better details, so more sharpness, more details. Yep. And so you can distinguish, you can better tell which kind of animal is it male, is it female? Yes. This is very important. All right. Another feature here is the silent shutter. A special button for the rangefinder. The startup time is only 2 seconds. So we're not talking about standby, we're talking about startup. Startup. It has the standby also, but the startup time is only 2 seconds. 1, 2, on. Perfect. So we have now the quiet shutter, which is very important for short distance hunting. We have a new feature for distance estimation with a new button. And we have a very short power on time. This sounds very promising. Yes. Another thing right here, we have remade. Oh, a new plug. Yeah, a new plug for video out and for external battery connection. It's more durable and it allows to screw the cable firmly. It looks a little bit like with the Apex. It's a little bit different connection, but the principle is the same. The same, all right. Max, what we have here is what everybody was waiting for really a long time, and it looks promising. It looks like the real product coming up soon. What can you tell me about the Core? Well, Core is a thermal attachment, thermal imaging attachment. It has 384 by 288 thermal imaging sensor, works at 50 Hertz, has 3 modes of observation, rocks, forest and identification. So pretty much as we know it from the Quantum, from the Apex, from the XT series, from the high quality series? All the best features from the high quality series, they are embedded here in this device. And it's very easy to take it off and on. Yeah, it looks quite familiar. It looks actually like with the DFA 75. Yep, the adapters are the same.
perfect. Yeah, very simple. It's the same quick fix as always. Definitely. Click and there it is again. Yep. Perfect. This looks really good. Most important question, when do we get it? We are already starting to supply the first shipments. Demand is very high, it's very popular on the market, and of course we are experiencing a little trouble, but we hope that by the June we will be able to cover all the demand. All right, that sounds very promising. I'm really looking forward to sell it and hold it in my own hands. Thank you very much, Max. No problem. Thank you.